6.149 Euro, sag's nochmal. 6.149 Euro. Für ein Kompaktrad von Easy. Spätestens jetzt werden mich alle für vollkommen bekloppt halten, aber ihr verkauft sowas tatsächlich, denn das ist High-End im 20 Zoll, was haben wir hier drauf? 20 Zoll. Im 20 Zoll Bereich mit Schwalbe Pickup-Reifen, also mit Bosch CX, mit Rohloff elektrisch. Das ist sowieso schon der absolute Hammer. Sowas habe ich noch nie. Kiox-Display mit drin. Es ist volle Hütte, das Ding. Grüße, Lucian. Hi Sven. Ja, also bei uns ist es halt so, wir sind ja auch nicht nur Erlebnisstore bei Riese Müller, sondern so ein bisschen auch auch wenn es das nicht gibt, Erlebnis Easy Store. Das heißt, wir haben alles, was geht, die Sondermodelle, also limitierte, dann halt XXL-Modelle wie hier jetzt, 180 Kilo Systemgewicht und dann auch mal so Modelle, die halt nicht jeder Händler hat, mit einem CX-Motor, was ja auch nicht so üblich ist, und einer E14 Rohloff-Schaltung. Also jetzt klär mich doch mal auf, für das Geld kriege ich ja schon einen Gebrauchtwagen, würden jetzt viele drunter schreiben. Aber dann, wie gesagt, dann hast du halt einen Gebrauchtwagen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die vielleicht so ein Fahrrad kaufen, entweder gar kein Auto haben oder was weiß ich, ein Camper zum Beispiel. Das hier ist ein typisches Campingfahrrad, oder? Absolut, absolut. Mit dem Teil, da kannst du schnell mal vom Campingplatz zum Brötchen holen fahren, kannst deine Fahrradtour machen, gerade weil der Radstand hier halt auch relativ weit auseinander ist, fährt sich halt auch wirklich wie ein Trekkingfahrrad. Also kommst dir jetzt nicht vor, als würdest du hier auf einem kleinen Kompaktrad fahren. Wenn du dich mal gerade daneben stellst, mach mal bitte. Also das muss man schon erklären. Also ja, so ungefähr, dass man sieht, das ist ein Riesenfahrrad. Jetzt teste ich ja schon mal bei mir auf dem Kanal, das seht ihr ab und zu mal diese China-Bikes, die verbotenen. Und man kriegt ja so Dinger teilweise dann aus Polen irgendwie zugeschickt oder aus den Auslieferungslagern aus Rumänien, keine Ahnung, wo die sind, für irgendwie 1.200 Euro. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist das eine mit dem anderen nicht zu tun. Das hier ist ein zugelassenes Kraftfahrzeug, dass du bis 25 km/h ja auch ohne Kennzeichen fahren darfst, mit einer Bosch Performance CX 85 Newtonmeter Mittelmotor mit Drehmomentsteuerung. Ja, also hier ist halt wirklich top of the pops, alles was geht. Also mehr kann man nicht mehr reinpacken in ein Kompaktrad, weil wenn du mal überlegst, es gibt viele, wir haben ja alle Marken hier so an Kompakträdern. Und die haben meistens, wenn es jetzt ein Kio oder ein Easy ist, da haben die haben die ja einen Active-Line-Motor, der hat dann 40 Newton oder mal einen Active-Line Plus-Motor. Ne? So, und wenn es dann wirklich gute Modelle sind mit einer guten Ausstattung, haben sie vielleicht dann noch einen Performance-Line, der dann 65 Newton hat. Aber den Bosch CX, den Mountainbike-Motor, den stärksten Bosch-Motor überhaupt, haben wirklich ganz wenige Modelle und eigentlich dann nur so welche, die es auch in der kompletten Vollausstattung gibt, wie hier. Aber das echte Highlight ist eigentlich dieser Gates Carbonriemen in Verbindung mit der elektrischen Rohloff, weil die Kombination kostet allein schon fast 2.000 Euro. Also wenn man die wegmachen würde, dann wäre das Ding fast 2.000 Euro günstiger. Ja, also ihr bekommt ja auch ohne Probleme günstigere Easys. Hier haben wir jetzt halt wirklich das absolute Topmodell. Und wenn man ab und zu mal so in den entsprechenden Zeitschriften davon liest, dass jemand mit dem Easy die Alpenüberquerung gemacht hat, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, das war das Rad. Weil hier habt ihr eine Schaltung mit über 500% Übersetzungsbandbreite. 600 sogar. 600, das bedeutet mehr als ein 12-Gang Shimano. Genau, mehr als ein 12-Gang Shimano, muss man sich mal überlegen. Und ja, wenn ihr dann halt wirklich mal grob ins Gelände fahren wollt, ist es auch kein Problem, weil ihr bekommt auch 20 Zoll Reifen mit richtig ordentlich Stollen. Also ich bin ja keins gefahren hier in dem Laden, weil ich ja immer filme. Aber da, ihr habt mich eben gesehen, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, mich mal draufzusetzen, weil eine elektrische Rohloff ist ja schon eine Ansage. Guck mal hier. Das erste Mal, wo du dich auf ein Rad von uns drauf gesetzt hast. Jemals, ja. Wenn du mal gerade zeigst, also da gibt es eine Ganganzeige, wir sind jetzt gerade in Gang 4. Siehst du hier? Ja. Da kannst du hochschalten und da hörst du es auch richtig, das Feedback. Es ist so krank, diese Schaltung. Vor allen Dingen ist die halt super fein abgestimmt. Es gibt halt auch elektronische Schaltungen mit 5 Gängen und hier hast du halt 14 Gänge. Das heißt, du kannst halt wirklich immer den perfekten Gang wählen. Und die schaltet sogar zurück an der Ampel, gell? ja, kannst du einstellen und wenn du halt dann anfährst, musst du nicht im 14. Gang dann anfahren und zerrst dir dann irgendwie die Wade oder so. Es gibt ja auch keinen Bautenzug, der hier drin ist, sondern du hast quasi eine verschleißfreie Einheit. Ist ein Kabelchen, ein Stromkabel geht da runter. Genau, ja. Ist ja elektronisch. Ja. Die Stromversorgung, die geht über den Hauptakku. Ja, genau. Also du musst jetzt nicht wie bei einer anderen Schaltung irgendwie den Akku laden alle paar Stunden, sondern du hast halt hier direkt den Anschluss dran. Läuft krass. Ist das hier so ein Bluetooth-Dongle? Nee, das ist so eine super stylische Easy-Klingel. Okay. Habe ich schon gewusst, aber ich wollte euch nur... Du hast
für Bekannte. Ja, aus Saarbrücken der Speedlifter Twist, der es erlaubt, den Lenker in 0, nichts zur Seite zu drehen. Das ist eigentlich auch toll, wenn du das verstauen möchtest. Genau, du bringst das Rad halt auf ein sehr, sehr schmales Packmaß. Du kannst die Pedale ja auch noch abklappen und ja, da passt es eigentlich überall rein. So, mach's mal runter. Also das wäre jetzt die Verstauhöhe. Das ist ja jetzt das XL, muss man sagen. Das heißt, also hier brauchst du eigentlich im höchsten Bereich hast du diese, sag mal, das Maß im oberen Lenker. Und wenn man jetzt eine Wohnmobilgarage nimmt, dann muss man eigentlich nur von vorne das unter die Garage einfach bringen in der Öffnung und dann kriegt man es eigentlich überall rein, oder? Genau. Also viele fragen uns auch immer so, ja, ihr habt ja so viele Kompakträder, das stimmt, wir haben ja dann 4 Hersteller oder so, die das haben. Und dann fragt man immer, ja, welches sollen wir denn jetzt holen, was ist denn so das Beste? Ist immer schwierig, weil es kommt immer darauf an, wie derjenige sich wohlfühlt. Was man jetzt aber hier sagen muss, es gibt halt keinen Hersteller, der jetzt so unterscheidet zwischen einem kleinen Kompaktrad und einem großen Kompaktrad. Das heißt, bei dem normalen Easy habe ich ja eine Größe von 1,50 bis um die 1,85, ne? Und hier habe ich ja die Größe dann 1,70 bis 2,5 Meter. Und bei den anderen ist es dann so, zum Beispiel im Kio, die haben dann einen Rahmen und dann gibt es dann auch die ein bisschen schwerer sind, aber das ist dann halt eine Größe, das muss dann irgendwie passen. Hier habe ich halt aber noch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich wähle das große Modell oder das kleine Modell, weil die fahren sich auch nochmal ein bisschen anders, das muss man schon sagen, weil hier... Ja, der Radstand ist ja größer, Genau, und die das Versteifung Oberrohr geht hier höher, genau, es ist insgesamt ein bisschen bulligeres Rad. Ne? Ja. Und vielen, muss man sagen, gefällt das halt, die ein bisschen größer und schwerer sind, dann gerade so das Rad zu holen. Also wenn ich jetzt dick und fett bin und das auch weiß, das gibt ja Leute, die, ich sag mal, wissen, also wenn die meistens fragt, was man denn so wiegt, die kennen ihr Gewicht und ich wiege zum Beispiel 120 Kilo. Das ist ja jetzt für große Menschen jetzt auch kein Riesengewicht. Geht das denn, 120 Kilo? Das geht ganz ohne Probleme. Also Systemgewicht haben wir 180 Kilo. Das heißt, da kannst du noch ordentlich Gepäck zuladen. Das Fahrrad wiegt wie viel? Das sind wir so grob bei 20, 21 Kilo. Also bei dem normalen Easy, bei dem also sind wir bei 23. 23 Kilo. Also 180 Kilo, das heißt, ich dürfte 155 Kilo wiegen und das ist die offizielle Zahl. Hält der Reifen das denn aus? Weil ich sehe schon, da ist ein Pickup-Reifen drauf. Das ist ein Cargo-Reifen, oder? Genau, das ist ein Cargo-Reifen, genau eben, damit man den auch mit so viel Gewicht belasten kann. Und da hast du auch noch genug Toleranzen, wenn du da mal kurz drüber kommst, dass es keine Probleme gibt. Also, das heißt, ich kann meinen auch sehr kräftigen Freund oder Freundin kann ich sogar am Gepäckträger mitnehmen. Nee, darf ich nicht, weil die, ich sag mal, Maximalbelastung, das ist ein Systemgepäckträger. Bremslicht haben wir? Ich meine nicht. Bremslicht haben wir nicht, aber Fernlicht haben wir. Fernlicht. Das haben wir genau bei den ganzen Easys für die 22er, diese aktuellen Modelle halt, haben wir hier den Fernlicht-Button, wo dann so eine ziemlich starke... Warte, ich zeig das mal. Da vorne ist der Fernlicht-Button, der geht dann auch blau an, wie beim alten Golf. Ja, und dann, So. Ah, das Licht ist auch unten, okay. genau, und dann Buds, Das lenkt auch mit, das Licht. So, Genau. das ist der... sind wir dann dabei. Und ja, also zu dem Gewicht muss man sagen, das müssen jetzt nicht nur, also wir haben halt hier auch Leute, die groß sind und nicht das Gewicht ausreizen, die fahren dann gerne ein bisschen größeres Kompaktrad. Und beim normalen Easy muss man ja auch sagen, die haben ja 140 Kilo, das heißt, wenn jemand 115, 120 Kilo knapp wiegt, dann geht das mit dem normalen Easy auch schon. Nur wenn man jetzt über 115, 20, 30 Kilo sind, dann wird es wirklich dann ein bisschen schwierig, weil dann sollte man auch nicht mit 60 Sachen den Berg runterheizen, weil dann werden die Materialien wirklich bis aufs Limit strapaziert. Und was wiegst du? 75. Du darfst mal fahren. Du bist 1,80 Meter, das heißt, das geht noch gerade so. Stellst dir am besten mal ein, wie es dir am besten gefällt. Schattig ist es draußen. Draußen. Denn so ein 20 Zoll ist natürlich sehr wendig. Du sagst aber, Tobi, das fährt sich wie ein großes. Also wenn man drauf sitzt, merkst du es gar nicht mehr groß, oder? Genau, also ich bin auch ein großer Fan vom XXL-Modell, auch wenn ich vielleicht zweimal drauf passen würde vom Gewicht. Einfach weil der Radstand ist halt weit auseinander und es fährt sich halt wie ein normales Trekkingrad. Und ja, klar, ist ein bisschen Geschmackssache. Das kleine Wendige macht auch vielen wesentlich mehr Spaß. Aber ich bin da so ein bisschen beim XXL-Modell. Gerade wenn ich ein bisschen mehr wiege und will auch ein zugelassenes Rad haben. Ich kann mich ja auf jedes Rad draufsetzen. Boah, die geht aber wie Schmidts Katze, oder? Naja, das ist halt der CX-Motor, ne? Das ist krass. Also der hat 85 jetzt, oder? Genau, 85 Newtonmeter. Die sind auch nicht gedrosselt, also die Rohloff kann die auch super ab. Das erste Mal, dass der Lucien jetzt fast zu klein aussieht, oder? Ja, fast. Ja, das ist ein tolles Rad.
Also XXL bedeutet, du hast den größten Rahmen, den es gibt bei Easy? Genau, also es gibt ja 2 verschiedene Rahmentypen. Einmal das Standard und hier das XXL. XXL, wie wir schon gesagt haben, geht ein bisschen höher, hat ein bisschen weiteren Radstand. Genau. So, er fährt auch wieder rein, ihm ist kalt. Bisher, jetzt wollte ich die Farbe mal zeigen draußen, aber na gut. Ich wollte einfach nur drehen, wollte mal rauskommen, wollte euch das zeigen. Achso, wie wendig das ist. Genau. Du kannst quasi... Ja, ich denke, wir können aufhören zu filmen, der fährt noch eine halbe Stunde. Macht Das aber übrigens- auch Spaß. Macht Spaß, oder? Absolut. Also ich glaube, das ist der Motor. Ich war ja zuletzt mal mit einem Lil Buddy und einem, ich glaube, der schwächste Bosch-Motor ist welcher? Der Active-Motor. Active. Und da war ich an der Mosel und der war so schwach, dass ich wirklich gedacht habe, okay, die 800 € mehr hätte er jetzt auch investieren können, aber der Bosch CX, glaube ich, in Verbindung mit so einem Rad, das ist Fun, oder? Wir haben zuerst gedacht, ja, es ist Fun. Und wir haben zuerst gedacht, boah, ist das eigentlich ein Unsinn, ne? Weil der Performance dann ja schon stark ist. Aber wer halt wirklich ein bisschen schwerer ist und nicht so viel Salz mehr hat oder Power halt, oder halt einfach Spaß haben will, der wird Der will einfach so einen Weinberg mal hochfahren, ohne viel Gedöns. kein Problem. Der geht wie die Feuerwehr. Vor allen Dingen, du merkst es halt extrem, der geht enorm ab. Also es ist schon witzig, wie stark der abgeht. Sag mal, die 500 Wattstunden, das ist nicht ein bisschen wenig für so ein fettes Teil? Nee, überhaupt nicht. Die reichen noch dicker aus. Also da muss die Tour schon ziemlich lang werden, dass du den komplett leer fährst. Farben, was haben wir? Ja, da sind wir momentan bei Berylblau und bei Schwarz, aber grundsätzlich haben wir bei Easy eine ziemlich große Palette. XXL, wie gesagt, ja, haben wir in diesem Cosmo Blue und in dem Schwarz. Es gab es auch mal im Orange, aber es ist, glaube ich, mittlerweile ausverkauft bei den XXL-Modellen. Ihr habt die jetzt lagernd. Das heißt also, wenn ich herkomme im Moment, würde ich eins kriegen, oder? Ja, also wir haben momentan noch ein paar, aber mittlerweile auch hat es sich schon ein bisschen rumgesprochen, dass wir, weil die Leute kommen ja von weiter weg, weil es nicht jeder so ein... Also anrufen vorher. Ja, genau, weil wir haben nicht mehr so viele von denen tatsächlich. Ist jetzt auch wirklich nicht nur so dahingesagt, weil es ist halt auch ein besonderes Rad, was man sich jetzt nicht 20 Mal ins Lager stellt. Weil ein Rohloff... Das verstehe ich gar nicht. Für 6.000 € würde ich das direkt 50 Mal ins Lager stellen. Also 6.149 €. Wir sind bei Konrad, der Fahrradladen. Das XXL R14 ZR Cosmos Blue, ich werde es mal nennen, das teuerste Camping-Minibike der Welt. Kann man machen. Es gibt wahrscheinlich ein noch teureres, aber das hat es schon fast getoppt. Gut, upgraden können wir ja noch. Upgraden. Sattelstütze bei Schuhe. Also es geht noch teurer. Genau, da haben wir nochmal 200 € on top, aber dann wird es halt langsam auch eng. Da wüsste ich langsam nicht, außer irgendwelche gold-eluxierten Pedale oder hier irgendwelche Kappen, irgendwie sowas noch, so Optikraum. Aber So easy, das wird wo jetzt gebaut? In Shenzhen? Nee, nicht ganz. Da sind wir mittlerweile in der Nähe vom Saarland, beziehungsweise im Saarland. Ja. Echt? Kommen wir aus dem Saarland, easy. das neue Werk genau wird jetzt in St. Ingbert halt da aufgebaut und die kommen da In teilweise. St. Ingbert, habt's gehört. So, Konrad, der Fahrradladen. Wir sind in der Glockengasse in Kaiserslautern. Glockenstraße 4, nicht Glockengasse. Glockenstraße 4 in Kaiserslautern. Heute ist der 28. September 2022. Tschüss. Ciao. Tschüss.